Hallo, hat es im 21. Jahrhundert überhaupt noch Sinn, sich mit einer Stockkampfkunst zu beschäftigen, das Handling mit einem Stock zu erlernen? Ich sage dir in diesem Video meine Meinung dazu. Und zusätzlich bekommst du von mir alle Basics und Grundelemente deiner Stockkampfkunst gezeigt. Hallo, mein Name ist Christian Hausecker, ich bin Skier der Takeda Ryo Nakamura und deutschsprachiger Repräsentant der Kegan-Patta, einer alten irischen Stockkampfkunst. In diesem Video zeigen wir dir die Grundlagen einer Stockkampfkunst und wir wollen auch über das Thema reden, hat es im 21. Jahrhundert überhaupt noch Sinn, eine Stockkampfkunst zu erlernen? Hat es überhaupt Sinn, das Handling, den Umgang mit einem Stock im 21. Jahrhundert noch zu üben? Ist das nicht verschwendete Zeit? In diesem Video möchte ich dir meine Meinung dazu mitteilen. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir aber zwei wichtige Themen besprechen. Das erste, die Grundlagen, das geistige und spirituelle Know-how. Und das zweite, die Grundlagen der Kampfkunst selbst, die körperlichen Grundlagen dazu. Wir starten hier mit der geistigen Grundlage. Zuerst müssen wir mal klären, was ist überhaupt ein Stock? Ein Stock ist für mich ein gerader Stab, der einigermaßen gleiche Dicke hat, an beiden Enden stumpf ist. Die Länge des Stocks ist aber abhängig, für was du ihn einsetzen möchtest. Es gibt kurze Stöcke mit 40 cm, die du verwenden kannst. Es gibt 1 Meter Stock, es gibt 170, 180 cm. Es gibt ganz unterschiedliche Stocklängen. Es ist immer eine Frage des Handlings, für was du es benutzen möchtest. Der Stock verfügt prinzipiell über zwei wichtige, vorteilhafte Eigenschaften. Erstes, er erweitert deine Reichweite, sodass er als Gehhilfe verwendet werden kann, der einen zusätzlichen Kontaktpunkt, ein drittes Bein bietet. Du kannst in unebenen Gelände damit gehen und der Stock gibt dir die Möglichkeit, besseres Gleichgewicht und die Stabilität besser zu halten. Zusätzlich kannst du leichter Hindernisse überwinden, er spart dir bei deiner Bewegung Energie und Zeit. Die zweite wichtige Eigenschaft eines Stocks ist, du kannst im Ernstfall zwischen dir und der Gefahr eine Distanz schaffen, ein Hindernis schaffen. Ein Stock, der nicht überwindbar ist, wenn dich zum Beispiel ein Tier oder ein Mensch attackieren möchte. Durch das richtige Handling besitzt der Stab eine Hebelwirkung. Das bedeutet, dass eine kleine langsame Bewegung am unteren Ende eine große schnelle Bewegung an der Spitze führt. Damit kannst du in allen Ebenen dich leichter schützen und schlagen. Ein Satz, der den Sinn des Stocks für mich ausmacht, ist: An guten Tagen ist er deine Gehhilfe, an schlechten Tagen ist der Stock deine Verteidigungshilfe. Warum gefällt mir eigentlich der Stock so gut? Wie ich aus der Geschichte gelernt habe, war ein Stock einer der ersten Hilfsmittel, ein Selbstverteidigungswerkzeug für Menschen und Reisende. Erstens ist es, wie besprochen, eine Gehhilfe, die keine aggressive Waffe darstellt. Es ist kein offensichtliches Angriffsmittel und kein gefährlicher Gegenstand, wie zum Beispiel ein Messer. Der Stock fasst für mich den wahren Geist der Kampfkünste zusammen. Du bist nicht hier, um Ärger zu machen oder Gewalt auszulösen, sondern wenn es auf dich zukommt, hast du immer noch ein wirksames Mittel, damit umzugehen. Was einer der Gründe ist, warum der Stab von Mönchen, Pilgern und spirituell suchenden Menschen getragen und sie die Anwendungen mit dem Stab weiterentwickelt haben. Man könnte sagen, dass diese Menschen friedlich, aber nicht naive Menschen waren oder heute auch noch sind. Zweitens ist seine Einfachheit sehr vorteilhaft. Wenn der Stock beim Training oder beim Kämpfen kaputt geht, ist das keine große Sache. Ich gehe einfach in den Wald und hole mir einen neuen. Du brauchst dazu kein spezielles Werkzeug, kein spezielles Fachwissen oder keine spezielle Kenntnisse. Die Einfachheit von einem Stock hat den riesigen Vorteil, dass es nicht reguliert werden kann. Früher war es immer so, dass die Mächtigen, die Regierungen, die Könige, alle wichtigen Waffen, die man zur Verteidigung einsetzen konnte, reguliert oder verboten haben. Selbst heute im 21. Jahrhundert ist es noch immer so, dass du keine Waffen tragen darfst, außer du hast die Bewilligung des Staates, der Regierung. Bei einem Stock ist das nicht möglich. Ein Stock ist eben nur ein Stock oder eine Gehhilfe, wie ein Spazierstock oder ein Regenschirm. Es ist keine Waffe. Die Geschichte lehrt uns, dass ein Stock die Waffe, der begleitende Gegenstand zur Verteidigung von spirituellen, suchenden oder einfachen Menschen war und ist. Drittens kann man den Stock auch als Trainingsgerät einsetzen,
der als Ersatz für viele andere Waffen dient. Er vermittelt die Grundlagen der Beinarbeit, er stärkt unsere Fitness und die Kraft. Gleichzeitig sorgt er für die benötigte körperliche Lockerheit und das Training schult das Auge für Distanz und Geschwindigkeit. Diese Fähigkeiten können dann ohne großen Aufwand auf das Schwert oder andere Hilfsmittel angewendet und übertragen werden. Ich sehe den Stock nicht nur als Trainingsgerät für Kampfkünstler, Martial Arts Begeisterte, sondern auch für Menschen, für einfache Menschen, die die Kraft zentrieren wollen und ihre Energie fließen lassen möchten. Bewegungen zu erlernen, die dich zwingen, entspannt und konzentriert zu sein. Der Stab dient also auch als Konzentrations-, Entspannungsmittel sowie zum Aufbau von körperlicher Gesundheit. Da du einen Stock wie einen Spazierstock, einen Wanderstock oder einen Regenschirm immer bei dir haben kannst, kannst du auch ohne viel Zeitaufwand und überall trainieren. Das heißt, dass du immer trainieren kannst und schnell besser wirst und dich schnell weiterentwickelst. Und schließlich wird der Stab oft von vielen historischen Meistern als überlegene Waffe im Vergleich zu anderen Handwaffen gelobt. Du kannst mit dem Stock stoßen, schlagen, hebeln und beide Seiten benutzen. Oft war er länger als viele andere Handwaffen, sodass du einen Vorteil in der Reichweite hast. Also ist ein Stab aus gutem Holz in guten Händen immer noch eine effektive, nicht aggressive Hilfe, um einfach nur den Raum zwischen sich und einer Bedrohung zu beherrschen oder dir auch Zeit zu verschaffen, einfach davon zu laufen. Aber genug Theorie, jetzt zeige ich dir die Grundlagen einer Stockkampfkunst. Um es für dich leichter zu machen, haben wir jetzt keinen 2 Meter langen Stock oder so genommen, sondern einen irischen Spazierstock, einen Shillelagh. Du kannst aber natürlich auch einen Besenstock oder einen ganz normalen Bambusstock nehmen oder was du auch immer hast. Wir haben uns bewusst jetzt für den 1 Meter langen Stock entschieden. Warum? Weil es einfach vom Handling für dich am Anfang einfacher ist. Wir starten jetzt mit der einfachen Aufwärmübung. Das Wichtige bei den Aufwärmübungen ist ganz einfach, dass du deine Gelenke schonst und locker machst. Grundlage, die Grundstellung. Die Grundstellung ist ganz einfach. Wir stehen ganz normal, ohne Aggressivität, ohne den Gegenüber zu bedrohen und halten den Stock ganz normal, wie man einen Spazierstock halten würde. Die zweite wichtige Sache, wir nehmen den Stock einfach vor die Brust, ohne aggressiv, ohne den Gegenüber anzugreifen oder sonst etwas. Wir haben nur einfach die Distanz jetzt zwischen uns und der Bedrohung, eine Schutzmauer aufgestellt. Und dann gehen wir wieder zurück. Ganz eine normale Haltung, ohne irgendwas. Dann greifen wir hin und haben den Stock vor uns. Die nächste Grundstellung ist schon etwas aggressiver, indem dass wir uns auf eine Seite vorstellen und die rechte Hand oben steht und die Stockspitze, das Ende des Stocks, das normalerweise auf dem Boden ist, auf die Angriffsquelle zu zeigen oder auf unser Gegenüber. Ich zeige dir es hier von der Seite. Generell haben wir 3 Ebenen. Die erste Ebene ist die untere Ebene. Die untere Ebene werden wir heute aus dem Training komplett ausklammern. Warum? Das sind nämlich die Grundlagen für Erweiterung, wie das Schlagen von unten oder so weiter. Okay, das lassen wir heute aber vorweg. Heute wollen wir nur die Basics machen. Das heißt, es gibt die untere Stellung, die mittlere Ebene oder die hohe Ebene. Wir werden heute unsere Übungen in der mittleren oder in der oberen Ebene machen. Zusätzlich gibt es auch 2 Seiten. Wenn ich rechts vorne stehe, ist auf meine linke Seite die innere Seite und die Außenseite, die rechte Seite außen, die linke Seite innen. Also gibt es 3 Ebenen, hoch, mittel, unten. Die untere Ebene lassen wir heute vorweg und 2 Seiten, die innere Seite und die äußere Seite. Die ist immer abhängig, welcher Fuß vorne ist. Wie halte ich den Stock überhaupt? Der Stock soll so gehalten werden, dass du von oben kommst
und die Stockspitze ist in etwa auf unserer Ellbogenkante. Wichtig ist, dass du auch von oben hingreifst und nicht von der Seite, dass du beim Schlag vielleicht die Hebelwirkung hast. Deswegen auch von oben immer. Und Ellbogen. Wegen der Stockdicke ist es auch immer wichtig, dass du hier deinen Fingerballen noch berühren kannst. Wenn es so wäre, wäre der Stock für dich zu groß. Wäre es so, wäre der Stock für dich zu dünn. Die Stockhaltung ist wie beim Fechten auch entweder mit dem Daumen oben oder mit dem Zeigefinger oben. Da läuft der Stock genau durch unsere Herzlinie durch. Nun gehen wir gleich zur Bewegungslehre über. Wir machen in diesem Grundlagenvideo nur eine wichtige Bewegung, das nach vorne und zurückgleiten. Wir nehmen unseren Stock quer vor unserem Körper, rechter Fuß vorne und gleiten nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Das Ganze natürlich auch auf der linken Seite, mit dem Stock auf der linken Seite. Nach vorne und zurück. Nach vorne und zurück. Natürlich gibt es auch die andere Haltung, die sehr gerne verwendet wird. Das ist die Fechthaltung, dass du den Fuß genau im rechten Winkel ansetzt und dann einen Schritt nach vor gehst. Den Stock hättest du dann wie einen Degen in deinen Händen. Nach vorne, zurück. Nach vorne, zurück. Wir wollen hier aber jetzt bewusst die etwas breitbeinigere, die einfachere und natürlichere Haltung nehmen. Wir haben den Stock schräg vor uns, rechter Fuß vorne, nach vor, zurück, nach vor, zurück. Das nächste, das Handling mit dem Stock. Wir nehmen den Stock nach vorne. Um die Übung etwas schwerer zu machen, nehmen wir bei einem Shillelagh den schwereren Knauf nach vorne, da haben wir mehr Gewicht. Wenn du dich etwas schonen willst oder am Anfang ist es für dich zu schwer, ist überhaupt kein Problem, wenn du die Spitze des Stocks nimmst. Wie starten wir? Wir gehen in unsere Ausgangsstellung mit der richtigen Griffhaltung von oben und wir starten mit einer Drehung nach außen. Und das Ganze auch dann nach links. Ich mache dir das jetzt 4-mal rechts und 4-mal auf die linke Seite. Jetzt machen wir die horizontale Ebene über den Kopf. Und natürlich auch auf die andere Seite. Die fortgesetzte Übung wäre dann die Achterübung. Wir stehen wieder so. Und genauso im oberen Bereich. Die nächste Übung wäre dann bereits mit dem nach vorne und nach hinten gleiten. Die nächste Übung wäre dann schon, das Ganze einhändig zu machen. Die freie Hand halten wir oben auf der Kinnspitze. Und das Ganze auch im Achter. Das Ganze kannst du natürlich auch auf der linken Seite machen. Das Spinning. Warum machen wir überhaupt Spinning? Erster wichtiger Grund, es schaut mega cool aus. Zweites ist natürlich, dass wir im Spinning uns konzentrieren auf die Bewegung. Deswegen möchte ich dir hier heute zeigen, wie der erste Teil des Spinnings funktioniert. Du nimmst den Stock, kreuzt deine Hände und legst den Stock wieder in deine Hände. Dann drehst du den Stock und die Bewegung ist die gleiche Abfolge. Das ist
Die erste Bewegung des Spinnings. Das Spinning ist eine Übung und schult unser Vertrauen zu unserem Griff und unserer Griffkraft. Es lehrt uns das schnelle Handling mit dem Stock. Es lehrt uns zusätzlich beim Waffentraining, wie man einen Schwung erzeugt und zeigt uns feste Handhabung, während der Körper weich, flexibel und stabil bleibt. Das Spinning fasst für mich nicht nur eine Übung, sondern auch ein Konzept zusammen, das auf alle Kampfkünste und auch auf viele Situationen im Leben anwendbar ist. Nämlich das Konzept des Flows, das Fließenlassen der Kräfte. Der Zustand, der sowohl eine Übung als auch ein Zustand des Seins sein kann. Dieser Zustand wird beim Sportler die Zone genannt. Beim trainierenden japanischen Kampfkünstlern nennt man es Mushin, kein Geist, nicht denken. Es ist eine optimale Balance zwischen Langeweile und Angst, zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Ordnung und Chaos. Symbol dieser Eigenschaften ist Yin-Yang. Das Training und der Umgang mit dem Stab ist etwas, was intensiv Konzentration erfordert und geht bis zu dem Punkt, an dem dein Geist still wird. Am Ende von dem Video möchte ich dir noch meine Zusammenfassung mitteilen. Für viele Menschen ist ein Stock nur ein Stock. Für mich ist es jedoch ein Begleiter für die menschliche Existenz. Je mehr wir damit trainieren, umso mehr gibt uns der Stock zurück. Wir konzentrieren uns, wir fokussieren uns auf die Bewegung, es ergibt uns Kraft in den Armen, in den Oberarmen, auch in den Fingern. Er gibt uns Stabilität, wenn wir im Gelände sind. Er gibt uns Hilfe, wenn wir Hindernisse überwinden müssen. Und er gibt uns Schutz, wenn wir Schutz benötigen. Er gibt uns Raum zwischen unserem Angreifer und uns. Der Stab oder der Stock gibt uns die Möglichkeiten, im Training, in der Konzentration eins zu werden mit den Menschen, die schon vor 1000 Jahren mit einem Stock, mit einer Lanze trainiert haben. Wir stehen in einer Reihe mit den Menschen, die früher schon in anderen Generationen mit dem Stock geübt haben. Der Stock und das Training mit dem Stock gibt uns die Möglichkeit, aus den Gedanken herauszukommen und in die Bewegung hineinzukommen. Einfach Flow, einfach glücklich sein, einfach im Moment sein, weil der Weg ist das Ziel. Was ich mit Flow und mit diesen Gedanken meine, gebe ich dir unten in der Videobeschreibung einen Buchtipp. Ich kann dir dieses Buch wirklich als Lektüre empfehlen. Aber nach all diesem Video, nach all diesen Szenen, nach all meinen Worten, vielleicht denke auch nur ich so. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte teile dieses Video, gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Du hilfst mir und meinem Team damit, diese Arbeit für dich noch weiter fortzusetzen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.